Hallo und herzlich willkommen bei MD Lambda View. In dem heutigen Video geht es um den Seilzugsensor. Es wird interessant, also bleibt dran. So, das ist das gute Stück. Hier schon im Zusammenbau kann man sehr schön das Gehäuse erkennen. Auf beiden Seiten jeweils ein Seilzugende. Hier oben die vergossene Platine mit den 3 Anschlusskabeln plus 5 Volt Masse und das Ausgangssignal. Und hier an der Seite, das kleine Loch, ist der Zugang zum Schalter für die Drehrichtungsumkehr, also die Signalumkehr. Falls man den Seilzugsensor verkehrt rum eingebaut hat, kann man mit dem Schalter die Drehrichtung, besser gesagt die Signalrichtung invertieren. So, ihr könnt sehen, der Sensor ist wirklich klein und sollte sich gut im Fahrzeug verstecken lassen. Und jetzt möchte ich gerne mal auf die Bauteile eingehen, damit ihr mal seht, aus welchen Teilen der Seilzugsensor besteht. Wir haben einmal hier das Unterteil mit den beiden Anschlüssen für die Seilzughülle. In der Unterseite ist ein Kugellager drin. Dasselbe im Deckel, ist auch ein Kugellager drin. Hier oben sind die beiden Rippen für den Endanschlag. Und hier ist die Kontur, die dann am Ende die Platine aufnimmt. Die Platine enthält einen Chip zur Positionserkennung, und zwar detektiert der Chip die Position eines Magnetfeldes von einem Magneten. Hier habe ich mal den Rotor, und im Rotor könnt ihr sehr schön den Magneten sehen, der dann unter dem Sensor rotiert und dementsprechend linear das Signal ausgibt für die Position. Hier könnt ihr die 3 Anschlusspins sehen. Das ist einmal der Ausgang, die Masse und die 5 Volt Stromversorgung. Auf der anderen Seite befindet sich ein kleiner Schalter. Das ist besagter Schalter für die Signalinvertierung. Also wenn das Signal normalerweise von 0 bis 5 Volt geht und ich schalte dann um, dann geht es halt von 5 bis 0 Volt. Und falls ihr den Seilzugsensor verkehrt rum ins Fahrzeug gebaut habt, ist das kein Problem. Könnt ihr hier einfach mit dem Schalter das Signal invertieren. So, jetzt stecken wir das mal zusammen hier. Das ist ein bisschen tricky, weil der Magnet noch nicht eingeklebt ist. Wir lassen den jetzt mal weg. So, das kommt jetzt so zusammen. Und dann können wir jetzt den Magnet hinterher einsetzen. Der wird dann selbstverständlich noch eingeklebt. Genau wie die Platine. Die wird hier eingesetzt. Kriegt dann noch die Anschlusskabel, so wie man das hier auch sehen kann. Und wird später dann noch mit 2 Komponenten Kleber vergossen. In dem Unterteil befinden sich dann später noch Gewindehülsen, die eingeschmolzen werden, um die Befestigungsschrauben für den Deckel zu halten. So, das war im Prinzip das ganze Geheimnis. Vielleicht noch zum Anschluss. Die Farben der Anschlusskabel entsprechen genau den Farben des Sensorkabels vom MD Lambda View. Könnt ihr eigentlich nichts verkehrt machen. Blau, Signalausgang, schwarz, Masse, und rot ist die Versorgungsspannung 5 Volt. Die kommt vom MD Lambda View. Also müsst ihr nichts extra bereitstellen oder so. Ja, die Seilzuglänge kann variieren. Ich würde das jetzt erstmal auf ein Standardmaß festlegen. Im Shop könnt ihr dann 3 verschiedene Standardmaße auswählen, und die Seele ist dann dementsprechend länger und kann individuell gekürzt werden, so dass es auf
die jeweiligen Bedingungen im Fahrzeug zugeschnitten werden kann. Im Lieferumfang befindet sich dann noch jeweils für das eine bzw. das andere Ende ein Schraubnippel. Also es ist ein Rundnippel, 5,5 mm Durchmesser. Das entspricht auch den meisten Nippeln, die am Gasgriff bzw. am Drosselklappengehäuse verwendet werden. Für einen Vergaser wird oftmals nur so ein kleiner, also ein noch kleinerer Nippel verwendet. Da muss ich mal sehen, wo man den dann herkriegt oder ob ihr euch den selber besorgt, aber da befinde ich mich noch in Klärung. So, das war's zum Seilzugsensor. Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt, und falls ihr den bestellt, wünsche ich euch viel Spaß damit. Danke fürs Zuschauen. So, und jetzt möchte ich euch gern noch ein kleines Video hinterher schicken, auf dem ihr sehen könnt, dass der Seilzugsensor auch funktioniert.